Herzlich willkommen zum Tutorial Nachrichten- und Presserecherche. Elektronische Volltexte finden in Zeitungsarchiven und verlagsübergreifenden Pressearchiven. Sie erfahren, wie Sie Archive einzelner Zeitungen finden können, in denen Sie einen bestimmten, gegebenenfalls auch älteren Artikel gezielt aufrufen können oder die Berichterstattung zu einem Ereignis in dieser Zeitung verfolgen können. Verlagsübergreifende Pressearchive sind praktisch, wenn Sie die Berichterstattung zu einem Ereignis aus unterschiedlichen Zeitungen vielfältig und vielleicht kontrovers abgebildet haben möchten. Die Datenbank Visopresse umfasst die deutschsprachige Presse. Nexus Uni beinhaltet Zeitungsartikel und Agenturmeldungen weltweit. Es wird neben der europäischen auch die Presse Afrikas, Asiens, Südamerikas und Australiens angeboten. Weitere Beispiele mit unterschiedlichem Inhalt sind Historical Newspapers Online und Academic OneFile. Sie suchen zum Beispiel nach der Datenbank Visopresse. Wählen Sie im Bibliotheksportal Primo den Suchraum Datenbanken und tragen Sie den Titel ein. Der erste Eintrag in der Trefferliste ist die gesuchte Datenbank. Klicken Sie auf Online verfügbar. In der Detailansicht erhalten Sie eine kurze Beschreibung der Datenbank. Scrollen Sie hinunter und folgen Sie dem Link zur Ressource. Sie können elektronische Pressearchive auch im Datenbank-Infosystem DBIS suchen. Klicken Sie dazu im Bibliotheksportal Primo auf den Reiter Weitere Tools. Wählen Sie in der Liste der Rechercheinstrumente FO-Datenbanken in DBIS. Das Datenbank-Infosystem DBIS bietet die Möglichkeit, eine Übersicht über alle Pressearchive und Volltextdatenbanken der FU zu finden. Wählen Sie dazu erst Sammlungen und dann Nachrichten- und Presserecherche. Im oberen Bereich werden die Top-Datenbanken angezeigt. Darunter folgt eine alphabetische Liste aller Datenbanken der Sammlung Nachrichten- und Presserecherche. Wählen Sie aus dem vielfältigen Angebot die gewünschte Datenbank durch Klicken auf den Titel aus. Geben Sie den Titel FAZ in die schnelle Suche ein, werden Ihnen 3 Datenbanken angezeigt. Wählen Sie das FAZ-Bibliotheksportal. Sie erhalten eine ausführliche Beschreibung der Datenbank. Folgen Sie dem Link zur Ressource. Am Beispiel FAZ sehen Sie, dass sich der Inhalt der elektronischen Archive einer Zeitung deutlich unterscheiden kann. Das FAZ-Archiv bietet Ihnen eine Suchmaske an. Tragen Sie als Beispiel die Suchbegriffe Flüchtlingslager und Lesbos ein. Für eine präzisere Suche können Sie die Suchfilter nutzen. In der Trefferliste finden Sie Artikel in chronologischer Reihenfolge. Das Neueste steht oben. Wenn Sie den Artikel mit Tränengas und Kriegsschiffen lesen möchten, können Sie ihn als HTML-Text, als Artikel-PDF oder auch als ganze Zeitungsseite ansehen. Visopresse bietet Volltexte von ca. 200 Tages- und Wochenzeitungen des deutschsprachigen Raumes.
Die Volltexte enthalten keine Abbildungen, Anzeigen und Verlagsbeilagen, bis auf einige Ausnahmen, zum Beispiel Wirtschaftsblatt, NZZ, FAZ Wirtschaftswissenschaft. Sie suchen zum Beispiel Berichte aus der deutschsprachigen Presse zum Tsunami in Südostasien, der am 25.12.2004 stattfand. Dafür rufen Sie im Bibliotheksportal Primo oder im Datenbank-Infosystem DEWIS die Datenbank Visopresse auf. Auf der Visopresse-Oberfläche finden Sie zunächst eine einfache Suchmaske und auf der linken Seite die Möglichkeit, unter Presse eine Liste aller enthaltenen Zeitungen aufzurufen. Klicken Sie auf Alle Quellen anzeigen. Sie erhalten eine alphabetische Liste aller Zeitungen, die regionale und überregionale Zeitungen, Boulevard- und Qualitätspresse enthält. Klicken Sie auf einen Titel, um ihn auszuwählen. Sie können auch unten einen bestimmten Titel suchen. Unter Mein Viso können Sie sich anmelden und persönliche Quellenlisten anlegen und speichern, sowie Alerts einrichten. Wenn Sie Zeitungsberichte zum Tsunami vom 25.01.2004 suchen, wählen Sie die erweiterte Suche und geben Sie den Suchbegriff und den gewünschten Berichtszeitraum ein. Starten Sie die Suche. Sie erhalten eine Liste mit 7.440 Treffern. Die Artikel stammen aus einer Vielzahl von Zeitungen und sind unterschiedlich ausführlich. Nutzen Sie die Filter auf der rechten Seite, um Ihre Suche zu präzisieren und die Trefferzahl einzuschränken. Sie können aber auch zur Suchmaske zurückkehren und weitere Suchkriterien eingeben. Nexus Uni bildet die internationale Presse ab und ermöglicht, geeignete Zeitungsartikel aus allen Erdteilen zu einem Ereignis zu erhalten. Da nicht alle Texte in englischer Sprache erscheinen, benötigen Sie gegebenenfalls entsprechende Sprachkenntnisse. Sie möchten zum Beispiel wissen, wie die australische Presse über die Buschbrände im Herbst und Winter 2019-20 berichtet hat. Wenn Sie Nexus Uni in DEWIS aufrufen, sehen Sie eine kurze Beschreibung. Im Bereich Nachrichten finden Sie Artikel aus mehreren tausend Zeitschriften, Magazinen und Zeitungen aus aller Welt. Folgen Sie dem Link zur Ressource. Nexus Uni bietet zunächst eine einfache Suche an. Wählen Sie oben die deutsche Oberfläche aus, da Sie dann auch alle Hinweise in deutscher Sprache erhalten. Klicken Sie die Rubrik Nachrichten an und geben Sie die Suchbegriffe Bushfires und Australia ein. Nutzen Sie die erweiterte Suche, können Sie einige Filter schon gleich zu Beginn einsetzen. Oberhalb der deutlich zu umfangreichen Trefferliste steht Ihre Suchanfrage. Darunter finden Sie etliche Filter. Achtung! Für den Filter Publikationsort wählen Sie in der alphabetischen Liste der US-Bundesstaaten bitte zuerst international. Dann wird die Auswahl Australien und Ozeanien möglich. Sie können auch wie im Beispiel Koalas weitere Suchbegriffe eingeben. Wenn Sie hinunterscrollen, wird eine Liste der Quellen angezeigt. Klicken Sie zum Beispiel auf The Australian.
Wählen Sie in der Trefferliste einen Titel aus. Erhalten Sie den Artikel im Volltext. Eventuell vorhandene Bilder oder Grafiken werden nicht angezeigt. Rechts oben unter Source Information erhalten Sie eine detaillierte Beschreibung der Zeitung. Viel Erfolg bei Ihren eigenen Recherchen und vielen Dank für Ihr Interesse.